Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe heute eine ganz besondere Folge mitgebracht. Und zwar ist bei mir zu Gast Daniel Knott. Den kennt ihr sicher und ihr folgt auch sicher schon seinem YouTube-Kanal, der irgendwie schon bei 140.000 Followern oder so ist. Kein Wunder, ist ja auch vollgepackt mit geilem Content. Wenn ihr das noch nicht tut, dann holt das gleich mal nach. Daniel ist ja eine Legende in der Software-Test-Community mit Büchern, Konferenzen, Blogs, Videos. Inspiriert er uns alle seit vielen, vielen Jahren. Umso mehr freue ich mich, dass er bei mir heute im Podcast ist. Wir schauen mal drauf, was die Tester-Community heute eigentlich so bewegt. Ja, natürlich künstliche Intelligenz, aber was noch? Wie sieht es mit Tools aus, mit Skills, die wir brauchen, mit Rollenbildern? Aber macht euch selbst ein Bild. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hi Richie, danke, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich total, weil ich bin ja auch heimlicher Fan, heimlich eigentlich nicht, von deinem YouTube-Channel und von all den Dingen, die du auch so in die Community bringst. Das finde ich auch ganz toll. Du bist ja da auch schon seit langer Zeit sehr aktiv und hast gibst viel Wissen raus, viel Information raus. Ich habe vor langer Zeit mal das Manuskript gereviewt für das Mobile App Testing-Buch beim D-Punkt, ist das, glaube ich, rausgekommen. Ne? Also das ist schön. Und ich finde es ganz toll, dass du jetzt auch hier im Podcast bist. Und wir mal so ein bisschen plaudern, was eigentlich so gerade im Testen so läuft und was so die Tester bewegt so und wo wir so stehen. Ja. Genau. Super, vielen Dank. Ja, da erstmal danke, dass ich hier sein darf für die Einladung zum Podcast. Ist immer wieder eine Freude, mit Menschen über Software-Testen zu sprechen. Das macht mir Spaß. Ich meine, du hast ja gerade schon in der Einleitung kurz erwähnt, ne? Ich mache das Thema schon so ein paar Tage, ich habe auch letztens so wieder ein bisschen drüber nachgedacht und manchmal schaut man auch so auf die Publikationen, die man gemacht hat über die letzten Jahrzehnte und ja, mein Gott, ich dachte, das Buch hätte ich gestern erst geschrieben, ist aber jetzt schon, ich glaube, über 10 Jahre her, ne, dass es auf den Markt gekommen ist und ja, ist krass, ne, wie schnell sich die Zeit dann doch dreht, ne, das ist schon interessant, ja, und auch im Testing sich natürlich viel bewegt, ne. Ja. Auf jeden Fall. Also ich fand es gerade mit dem Buch, weil ich habe auch, wie ich mich so vorbereitet habe, habe ich so überlegt, wann war denn das eigentlich? Und da habe ich gedacht, ja, Mobile App Testing, das ist ja jetzt eigentlich nichts Neues mehr, ne? Also das ist eigentlich durch, ne? Durchgespielt eigentlich. Genau. Sollte man meinen, so, ne? Aber es gibt immer noch Firmen, die natürlich aus strategischen Gründen jetzt erst eine Mobile App bauen oder weil jetzt die Nutzer da sind, ne? Das ist halt eine unterschiedliche Entwicklung. Aber ja, natürlich. Ich meine, wann habe ich mit Mobile Testing angefangen? Ich glaube, Ende 2010 ging es so langsam bei mir los und dann habe ich ja dann irgendwie, ich glaube 11 oder 12 dann den Blog gestartet von mir und habe dann da auch mein Wissen geteilt und ja, und dann kam dann so eins zum anderen, ne? Irgendwann das Buch geschrieben und dann irgendwann, glaube ich, dann über den Addison Wesley, also jetzt Pearson Verlag, D-Punkt Verlag, das war dann 14, 15, 16 müsste das gewesen sein. Die deutsche Ausgabe kam ein bisschen später dann rein. Ja. Genau, ja. Ja, super. Ja, aber ich will vielleicht gar nicht so sehr in der Vergangenheit mehren. Ja, genau. Schauen wir mal so ein bisschen ins Jetzt rein. Ne? Ich meine, du bist ja auch am Puls der Zeit, sieht man ja auch auf deinem Kanal. Was sind denn so deiner Meinung nach gerade so, deiner Einschätzung gerade so die Themen, mit denen sich Tester jetzt so gerade auseinandersetzen oder auseinandersetzen müssen? Gut, ist keine große Überraschung, ne? AI, ich meine, glaube ich, kann ja kaum noch jemand hören. Das Thema AI in Software-Testing, AI in Entwicklung, es ist ja hoch und runter, wird es ja diskutiert. Ne? Wenn selbst, sage ich mal, bei mir zu Hause in dem lokalen Werbeplättchen über AI geschrieben wird, dann kann man sich ja vorstellen, dass es halt wirklich alle Lebenslagen aktuell beeinträchtigt und beeinflusst und so ist natürlich auch im Software-Testing-Bereich natürlich so ein Punkt. Ne? Ich sehe das auch bei mir auf dem Kanal mit Videoproduktion, dass die Themen, die sich rund um AI drehen, deutlich mehr geguckt werden und auch längerfristig geguckt werden. Das ist total spannend. Ich mache immer mal so Experimente auch so, ne, was sind so Evergreen-Themen, die ich da mal wieder einstreue, die nichts mit AI zu tun haben, die brauchen eine längere Zeit, bis sie, sage ich mal, die gewissen Views erreichen, ne? Oder wo man auch dann ein bisschen so eine Reflexion auf die Aktivitäten bekommt. Also AI ist natürlich definitiv ein großes Thema, also rund um Gen AI, also Testdatengenerierung, Testcases,
Manchmal denke ich mir so, oh, machst du jetzt noch ein AI-Video auf dem Kanal und haben es nicht alle Leute schon gehört und gesehen und getan? Das ist natürlich ein großer Punkt. Und jetzt sind natürlich die Agenten. Das sind jetzt die Themen, die jetzt umhergehen. Sieht man ja auch auf den verschiedensten natürlich Kanälen. MCP, dieses Model Context Protocol, was jetzt ja in aller Munde ist, wo man eigentlich eine API quasi für Agenten baut, um eine Agentenfähigkeit herzustellen. Das sind Themen, wo sich Software-Tester oder Testerinnen natürlich schon jetzt beschäftigen sollten. Wenn es nicht über die, sage ich mal, Firmenstrategien gerade massiv ausgespielt wird, sind das definitiv spannende Felder, wo man sich ja einlesen kann, auch selbst experimentieren kann. Ich meine, es gibt ja diese ChatGPTs dieser Welt, wo man sich eigene Systeme bauen kann, verschiedenste Dinge ausprobieren kann. Das ist definitiv eine Welt, wo man jetzt eintauchen sollte. Ja. Also ich glaube auch gerade MCPs, das ist gerade so mal wieder so ein nächster Schritt. Ne? Also ich nutze es bei mir auch, also ich habe es mir bei mir in Cloud Desktop ein paar reingezogen und experimentiere da auch ein bisschen rum und da kann man schon echt tolle Sachen auf einmal wieder machen. Und wenn du jetzt da noch um ein bisschen bei dem KI-Thema zu bleiben, wo siehst du denn heute so die Reife? Also ich meine, ich glaube, wir sind ja jetzt auf Konferenzen und so jetzt durch, zu sagen, ihr müsst euch damit beschäftigen, wo siehst du es denn produktiv schon, dass man sagt, okay, das hat wirklich jetzt schon Mehrwert auch? Mhm. Ich glaube, ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, so online als auch offline. Da sind viele Firmen gerade, glaube ich, oder was ich auch gehört habe, noch in der Findungsphase. Viele Firmen bauen erste Prototypen von ihren oder Prototypen-Produkte in ihre bestehenden Produkte ein. Wir jetzt zum Beispiel, also ich arbeite gerade bei der Techniker Krankenkasse hier in Deutschland, da arbeiten wir sehr stark mit Dokumenten, Analysen, Zusammenfassungen, Auswertung von Dokumenten. Das ist definitiv ein Fall, wo man mit KI schon wirklich, Produktivsysteme oder Produktivanwendungen bauen kann. Also wirklich das ganze Thema der Zusammenfassung von Daten, neue Textgenerierung, Textbausteine vielleicht auch zu generieren in den bestimmten Situationen. Aber auch, wenn wir jetzt mal den Bogen spannen Richtung Software testen, Testdatengenerierung ist natürlich ein ganz spannendes Anwendungsgebiet, gerade wenn man den Zugriff auf die, sage ich mal, eigene Datenquellen gewährleisten kann durch Private LLMs, ist das für mich ein sehr, sehr spannender Case, wo wir im Software-Testing enorm von profitieren können. Ne? Also auch mal 1, 2 Experimente mehr im privaten Bereich gemacht mit eigenen Projekten, wo man dann, sage ich mal, einen Copilot oder eine andere LLM auf die eigenen Repositories zugreifen lässt und dann halt nochmal auch da ist ja auch dieses Thema Wipe-Testing, Wipe-Coding, was ja auch gerade so hoch und runter diskutiert wird, wo man sich wirklich mit einer künstlichen Intelligenz so einen Co-Piloten halt nebendran setzen kann, um das halt dann entsprechend zu analysieren und nochmal neue Insights zu bekommen. Das sage ich halt auch immer, ist ganz spannend. Ne? Man hat ja vorher immer gesagt, okay, wir als Tester müssen die Domain-Experten sein. Das müssen wir jetzt immer noch, ne, mit KI, um die Ergebnisse zu analysieren. Aber ich habe jetzt das auch schon öfters gesehen, dass man durch die KI nochmal einen ganz anderen Blick auf Daten bekommt oder auch auf Datenzusammenhänge, um dann halt die richtige Entscheidung zu treffen. Möchte ich das vielleicht auf dieser Ebene testen oder komplett automatisieren oder. Also da haben wir nochmal viel Möglichkeiten, nochmal mehr Informationen über ein System zu gelangen. Mhm. Ja, also das finde ich, also das nehme ich auch so wahr und was ich jetzt gerade auch so in letzter Zeit merke, dass viele Tester oder auch quasi auf der anderen Seite auch Freelancer, die jetzt unterwegs sind, beginnen viel in Richtung mehr zu machen in Richtung der ganzen Prozessautomatisierung damit. Ja. Ne? Also ich merke das bei mir auch, also für den Podcast nutze ich natürlich auch diverse Tools und ich bin jetzt nicht mehr so das Script-Kiddie, das da so viel jetzt herumprogrammiert, ne? Aber jetzt durch die ganzen KI-Supporting-Tools ist das natürlich wieder total easy, da auch mal ein Skript zu bauen. Soweit lesen und nachvollziehen kann ich es ja. Absolut. Und dann anzupassen. Also das ist echt eine Hilfestellung auch, um da Automatisierungen voranzubringen, kleine Skripte zu schreiben oder kleine Programme zu entwickeln. Ne? Mhm. Und dafür ist es halt auch genau richtig, glaube ich. Ne? Und da können wir jetzt schon, also jetzt was haben wir, 2025 im Juni, kannst du damit jetzt natürlich schon wirklich einen sehr, sehr schnellen Start halt auch hinlegen. Da habe ich letztens einen ganz spannenden Artikel gelesen, dass gerade jetzt für junge Startup-Unternehmer oder Unternehmerinnen ist es jetzt natürlich eine spannende Zeit, weil man mit relativ wenig Aufwand, also in personellen Aufwand und auch weniger technische Know-how sein eigenes Produkt dann doch mal schneller auf die Straße bekommt, mit Hilfe von AI, natürlich mit Code-Generierung und was man halt eben möchte. Spannend wird's dann, glaube ich, halt auch, wenn wir dann, sage ich mal,
in 5 bis 10 Jahre weiterschauen. Ne? Was wurde aus den generierten Code-Modulen? Wurden sie einfach so weiterhin produktiv gehalten oder muss dann doch nochmal langfristig jemand draufschauen Richtung Refactorings oder Richtung größere Produktlandschaften, Produktapplikationen, aber auch Architektur? Ne? Also ist es dann wirklich dann die KI? Ich gehe ganz stark davon aus, dass die KI dann in der Lage sein wird, auch, sage ich mal, bestehende Code-Monolithen oder bestehende Code-Konstrukte zu verstehen, die Zusammenhänge zu verstehen, um dann vielleicht auch Verbesserungen herzustellen, aber auch das Produkt dahingehend weiterzuentwickeln. Ja. Das ist ja auch ganz spannend. Ich hatte vor ein paar 2 Wochen ist quasi eine Folge rausgekommen, gerade zu dem Thema auch, wie man Legacy-Systeme damit modernisieren kann, weil da fehlt ja häufig eine komplette Dokumentation und auch meistens die Leute, die das fachlich betrieben haben, die sind nicht mehr da oder irgendwie und da kann man KI natürlich gut auch als Wissensquelle nutzen, um das dann damit anzuzapfen. Ne? Jetzt ist natürlich wenn ich jetzt, muss ich noch mal kurz bei dem Thema bleiben, KI, weil es eine Frage, die mich schon noch umtreibt oder eine Aussage, die ich jetzt auch immer wieder auf Konferenzen einfach auch so ein bisschen raushau, mit Vibe-Coding, mit diesen ganzen Unterstützungsmöglichkeiten, ne, dann kommt natürlich, sagen wir mal, eine Riesenwelle an Software auf uns zu, die von fragwürdiger Qualität ist vielleicht oder also einfach, wir wissen es nicht, ne? Also vielleicht ist es auch gut, aber auf jeden Fall sehr viel, weil im Prinzip jeder heute Software entwickeln kann, Apps entwickeln kann, was auch immer. So wie du sagst, ein Startup, zack, das ist da. Ne? Wie siehst du das? Wir als Tester, jetzt kommt diese Welle auf uns zu. What now? Ja, also das ist, ich habe auch schon auf 1, 2 Konferenztalks auch schon gesagt, wir haben jetzt leider gerade wieder die Situation wie, wann war das, 2010, 11, 12, wo es ja hieß, wir automatisieren jetzt alles, dann brauchen wir keine Tester mehr. Ja, so. Und da haben wir ja alle gelernt, dass es halt nicht so der Fall ist. Das waren natürlich auch wieder, sag ich mal, schöne Management-Phrasen, die da, sag ich mal, da hoch und runter getrieben wurden. Das Gleiche haben wir jetzt gefühlt auch mit AI. Ne? Und das betrifft jetzt nicht nur Testing, das betrifft jetzt halt auch Engineers oder andere, sage ich mal, White-Collar-Workers, die entsprechend, sage ich mal, KI'd werden können sozusagen, ja. Und ich glaube, das merkt man halt auch, wenn man, also gerade wie du es ja schon gesagt hast, du sprichst mit vielen Leuten auf Konferenzen, ich spreche auch mit einigen in der Industrie. Das ist jetzt so natürlich diese Hypewelle, die Gartner-Hype-Kurve, die man kennt. Jetzt können alle irgendwie plötzlich schnell KI-Code generieren. Und ich glaube, dass uns in den nächsten Jahren massive Welle von größeren Refactorings, größeren vielleicht auch Fails oder vielleicht auch wirklich Software-Ausfällen auf uns wartet. Ne? Weil wie schnell hat man mal eben einen Fix generiert, in Anführungszeichen, oder hat dann mal gesagt, naja, ich mache Code-Review mit KI und so weiter und so fort. Und das, was ich ja eben meinte, so der Gesamtblick, der fehlt vielleicht jetzt einer KI noch, wie sage ich mal, eine Zeile Code in einer gewachsenen Anwendung halt eben funktioniert. Und vielleicht hat es doch irgendwo einen Seiteneffekt. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren massiv Zuwächse entsprechend sehen im Sinne von, wir brauchen Menschen, die ganze Systemlandschaften verstehen, das durchdringen können und auch bewerten können. Also da gehe ich ganz stark von aus, dass das passieren wird. Wir müssen jetzt leider erst so durch dieses Tal wir sehen es ja auch tagtäglich, der Entlassungswellen, ne? Und auf LinkedIn suchen viele Leute, sehr, sehr gute Leute im Testing als auch Engineering-Bereich neue Stellen, wo man denkt so, wow, krass, die wurden jetzt freigestellt in ihren Firmen. Ich glaube, dass das wieder kommen wird, weil jetzt müssen die Leute erstmal oder die Unternehmen erstmal verstehen, was es heißt, die KI vernünftig einzusetzen und nicht nur, sage ich jetzt mal um das blöde Wort, Ressourcen, also Menschen einzusparen an der Stelle. Ja, ich glaube, das ist der falsche Weg. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wenn wir jetzt sagen, okay, KI ist ja so das eine Thema, was merkst du denn noch so, was gerade so, sag mal, brennt in der Community? Ja, es ist schon so die Sorge um die Jobs, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich jetzt täglich in LinkedIn reinschaue, dann gibt's dann immer wieder so, hey, bin auf der Suche oder es wird geteilt. Das ist auch das Schöne der Testing-Community, ne, dass man sich auch dann wirklich da gegenseitig unterstützt und gegenseitig aushilft. Ne? Und das merke ich halt schon so, dass KI schon momentan einen krassen Impact auf unsere Stellen als Software-Tester, Testerinnen hat. Das war auch gerade letzte Woche, ich habe den Namen vergessen aus der Community, müsste ich nochmal rausschauen, hat auch gesagt so, hey, ich habe das Gefühl, dass wie war das, wo sind die QA-Lead-Stellen sozusagen halt, ne? Also wo sind wirklich die Positionen gerade für, sag ich mal, erfahrene Menschen, die Richtung Testing-Management oder Test- oder generell Management gehen halt eben in dem Bereich, die gibt's wohl gerade nicht, ne? Das können dann vielleicht wirklich Stellen, die werden wegrationalisiert, das kann dann irgendjemand anderes mitmachen. Das ist schon was ich so merke, so diese Sorge um die Zukunft der Rolle.
weil sie sich halt einfach durch die KI stark verändert. Ja. Auf der anderen Seite sehe ich es aber auch, dass es in, sage ich mal, eher regulierteren Umgebungen eine ganz andere Situation ist, dass es da jetzt noch nicht ganz so einen krassen Impact hat, als wie jetzt in, sage ich mal, in den ganzen SaaS-Anwendungen dieser Welt, die da draußen unterwegs sind oder kleineren Startups, wo es natürlich schon einen großen Impact hat, das Thema KI. Ja. Ich glaube, wenn ich das so vergleiche, wenn ich in den Unternehmen, dass es nicht nur quasi die KI ein Treiber ist, sondern ja auch generell die Wirtschaftslage irgendwo und diese Unsicherheit, ne? Weil und da ist halt immer noch von oben einfach auch eine Management-Denke, wo kann man was wegtun? Ach, die da hinten, die da so ein bisschen rumtesten. Ne? Also so blöd das natürlich ist, aber so denken natürlich auch viele C-Level oder sowas, die einfach auch den Einblick nicht so tief haben. Ne? Ja. Und dann wird schnell mal der Rotstift angesetzt da. Ne? Absolut, klar. Und das ist jetzt auch kein Thema, was neu in der Community ist, ne? Diesen Wert oder den Mehrwert von Testing quasi zu verkaufen, ne? Das ist ja auch immer auch Konferenzthemen hoch und runter, dass man halt auch wirklich als Tester da oder Testerin da entsprechend die, sage ich mal, Richtung Business entsprechend den Wert halt auch gut kommunizieren muss. Das ist halt auch enorm wichtig. Aber oftmals haben es dann natürlich die Menschen dann in dem Moment nicht in der Hand, ne? Also gerade wenn du, wie du sagst, der Rotstift wird angesetzt, so, ne? Aber ich habe es jetzt wirklich, wie gesagt, gerade in den letzten Monaten verfolgt. Leider habe ich keine Statistiken irgendwo mal nochmal rausgesucht. Ist es, dass es wirklich auch massiv Entwickler oder Entwicklerinnen trifft, ne, die dann auch entsprechend da wegrationalisiert werden. Ja. So, und da muss man natürlich schauen, okay, wie kann man sich, sage ich mal, seinen Weg finden, in der sage ich mal, Ära auf KI relevant zu bleiben. Vielleicht geht es uns dann in Deutschland oder in generell deutschsprachigen Raum noch recht gut, weil da vielleicht noch nicht so diese Hire-and-Fire-Mentalität ist, wie es jetzt vielleicht in den USA ist oder wenn Firmen irgendwie, sage ich mal, Offshoring, Testing-Hubs in, Indien, Rumänien oder in anderen Ländern haben, dass es uns da noch eigentlich momentan noch recht gut geht. Ja. Aber wer weiß, wo die Reise da noch hingeht. Ja. Das wissen wir eh nicht. Wir können ja eh nur ein bisschen Kaffeesud lesen. Apropos Kaffeesud. Ja, Prost. Kaffee, Prost, ja. Nahe an der KI ist ja auch das Thema Testautomatisierung. Da hast du ja auch Berührungspunkte natürlich. Was siehst denn du, ist denn da gerade so, vielleicht auch nicht ganz so nur den Blick auf KI, sondern gerade so auch ein Thema, was da, wo man sagt, da tut sich was, ne, an den Tools, auf dem Toolmarkt? Na, Toolmarkt geht ja trotzdem also habe ich schon das Gefühl, dass die Reise weiter dahin geht, was wir vor ein paar Jahren hatten, diese Low-Code, No-Code-Automation-Tools. Ja, dass auch da gerade Firmen halt eben immer noch ein großes Interesse daran sehen, weil sie vielleicht nicht das Testing-Know-how eben haben. Ne? Also entweder müssen die Entwickler testen, das sollten sie und immer auf ihren entsprechenden Ebenen, aber sage ich mal so, diese Rolle des Test-Automation-Engineers oder des Software-Testers, Testerin in einem agilen oder was auch immer Teamkonstrukt, das wird immer noch mal oder öfters noch durch No-Code, Low-Code ersetzt. Habe ich auch schon in einigen Firmen letzten Wochen gesprochen dazu, auch gerade so die Entwicklung, und die wollen natürlich den Bogen weiterhin wieder zu KI spannen halt. Ne? Auch letztens hatte ich eine spannende Konversation mit einem Testkollegen, der sagte, naja, sie schauen halt jetzt wirklich fokussiert darauf, wie wollen sie Testautomatisierung einsetzen, auf welchen Ebenen. Haben halt auch gemerkt, dass das Produkt recht komplex geworden ist, auf den unterschiedlichsten, also wirklich sehr viel Backend-Code, sehr viel große Schnittstellen, Frontends, verschiedenste Frontends, nicht nur Web, Mobile, sondern auch Teil Desktop und auch Teil Embedded. Und da wurde jetzt halt generell diese Testautomatisierungsstrategie nochmal auf links gedreht, zu sagen, okay, klassische Pyramide, wie wollen wir es dann doch vielleicht strukturieren? Weil so eine Entwicklung oder eine Applikation, die verändert sich ja über die Jahre. Ne? Wenn man vor ein paar Jahren war es, okay, wir machen, Cypress oder Selenium-Test von der User-Perspektive heraus, wo wir jetzt ja alle merken oder auch gelernt haben, das sind wichtige Tests, aber auch natürlich teure Tests in der Ausführungszeit, dass man jetzt nochmal die Strategien verlagert. Das nehme ich auch vermehrt wahr. Also, dass man auch wirklich schaut, gestandene Testing-Frameworks oder Test-Suites mal größer zu refactoren, ja, um dann halt zu schauen, wie kriege ich dann doch nochmal einen Mehrwert daraus. Ja. Ich glaube, es ist ja auch, also was ja da schon viel hilft, ist sicher mal ja auch über diese Stufen, auf denen man automatisieren kann, da ja auch
Gedanken zu machen. Ne? Also häufig fehlt ja da in den Unternehmen komplett die Kommunikation. Da gibt es irgendwo das Paket der Entwickler, die machen da ihre Unit und vielleicht Small Integration Tests, sondern gibt es irgendwo eine Testabteilung oder was weiß ich, irgendwelche, die dann halt so ein bisschen Oberflächenautomatisierung machen und zum Teil auch Sachen, die man locker auf tieferen Ebenen schon machen kann. Aber da fehlt einfach die Kommunikation. Genau. Ne? Das Genau. nehme ich jetzt auch wahr, dass da einige Unternehmen auch mehr beginnen, diese Kommunikation auch zu fördern da zwischen den Protagonisten. Ja. Ja, genau. Und deswegen finde ich auch schön, ich weiß nicht, ob du es weißt oder draußen weiß bestimmt jemand, ich mache ja auch einen Software-Testing-Trainer für einen Produkt-Bootcamp hier in Deutschland. Und da finde ich auch ganz cool, dass ich da so als einziger Tester unter Managerin bin, um dann auch angehenden Produktleuten quasi das Thema Testing halt näher zu bringen. Und das ist genau das, was du auch sagst. Dann nehme ich halt auch zum einen halt die Pyramide, weil das sind halt Leute, die haben halt gar keine Ahnung von Software-Testen, so, ne? Ich zeige ihnen halt die Testpyramide und parallel daneben die Agile Testing Quadrants. Ne? Das sind so, finde ich, so zwei tolle Modelle. Die Pyramide sage ich dann, okay, nutzt die Pyramide, um mit euren Entwicklern und Entwicklerinnen zu sprechen. Auf welchen Ebenen wollen sie denn den Code automatisieren? Und die Quadrants könnt ihr dann halt eben nutzen, um halt dann, sage ich mal, auch nicht funktionale Anforderungen mit reinzubringen. Akzeptanzkriterien, was ist noch alles drin? Performance, Observability, also all diese ganzen Themen, um so einen ganzheitlichen Blick auf die Qualität zu bringen. Und da bekomme ich auch immer rückwirkend noch, wenn dann wirklich die Teilnehmenden dann auch rausgehen und dann in den Firmen anfangen, immer noch sehr viel Positive, wenn man sagen, hey, das ist voll cool, die Modelle helfen mir enorm. Genau, wie du sagst, einfach mal die Kommunikation zu starten. Und dann, glaube ich, haben wir schon viel gewonnen, wenn das in Unternehmen passiert. Ja. Mhm. Jetzt gibt's ja noch ein anderes Pendel, das ich ganz, ganz spannend finde, wenn wir also früher war der Tester irgendwo in der Testabteilung versteckt, tauchte dann irgendwo auf, hatte dann ein bisschen rumgetestet, ging wieder weg. Jetzt durch das ganze Agile haben wir den ja schön integriert in das Ganze und auch gehen ja immer mehr, braucht man Quality Engineering, ganzheitliche Qualität, jeder muss dafür zuständig sein. Und ich hatte letztens gerade ein Gespräch, da ging es darum dann, dass ja dadurch ein bisschen auch die Skills werden breiter, aber dadurch ist die Expertise nicht mehr so tief. Ne? Also du hast quasi dann bist breiter aufgestellt und dass es jetzt schon wieder so die ersten Ideen gibt, dass doch wieder so ein bisschen Qualität und Testen sollte doch auch eher bei einem Tester im Team sein und nicht so irgendwie nur, dass jeder irgendwas macht. Wie siehst denn du auf diese Entwicklung? Oh, ich bin auch eher so, dass der Mensch, der testet, in einem Team wirklich tief integriert ist, dass man halt Teil des Produktteams, Teil des Produktlebenszykluses wird, um halt eben auch, sage ich mal, eine sehr gut fachliche und die Expertise aufzubauen. Ja, das ist, finde ich, enorm wichtig. Auch wenn ich da an meine Zeiten zurückdenke, wo ich noch aktiv hands-on in Teams mitgetestet habe, das war ein Wissen, was sich natürlich langsam aufgebaut hat, aber was mir einfach enorm viel geholfen hat, in die Tiefe des Systems vorzudringen, um wirklich da eine ganzheitliche Qualität anzustoßen. Und ich finde es super, ja, dass es so geht. So dieses breite, oberflächliche High-Level, das kann dann am Ende vielleicht wirklich eine KI, ne, um es ganz, ganz gemein zu sagen. So, ne, wenn die Agenten besser werden, da habe ich ja auch schon diverse Tools mal angeschaut, da gibt es schon wirklich tolle Lösungen auf dem Markt. Ja, die sind vielleicht noch nicht perfekt, aber die können dieses High-Level-Themen, können die sehr, sehr gut abdecken halt. Ne? Und das finde ich, begrüße ich nur, und da würde ich auch immer noch weiterhin die Teams entsprechend so supporten an der Stelle. Ja. Jetzt hatten wir ja vorher dieses KI-Thema und wenn ich jetzt so auf die Tester schaue, und du sagst auch gerade, der Markt auch ein bisschen schwieriger ist vielleicht für den einen oder anderen, und was würdest du denn einem Tester oder Testerin empfehlen, für Skills noch aufzuschlauen, jetzt abseits von KI? Gibt es irgendwas Testspezifisches, wo du sagst, ach, da sollte man sich jetzt mal noch so ein bisschen mehr damit beschäftigen? Schwierig pauschal zu beantworten, weil man weiß ja nicht, wo jetzt jeder oder jede so steht. Ne? Wenn man jetzt ganz, ganz neu einsteigt im Software-Testen, generell, Absolvent von der Hochschule oder Ausbildung, und man hat erste Berührungspunkte mit dem Thema oder man findet es spannend, dann würde ich natürlich ganz klar sagen, diese ganzen Grundlagen, Bücher, Blogs, YouTube, was es alles gibt, sich da das aufzuschlauen, ne? Vielleicht auch mal eine Zertifizierung machen, die ist auch vielleicht nicht immer gern gehört und gesehen, dass man so ein Grundwissen hat, was gibt's denn für Begrifflichkeiten im Testen. Ja, das ist ganz wichtig. Und
Naja, und wenn man dann jetzt, sage ich mal, abseits der KI und der ganzen Technik, natürlich technisch zu sein, hilft immer, ja, also Richtung, muss ja nicht gleich sagen, dass man sich mit Automatisierungsframework auseinandersetzt, aber vielleicht auch mal Systemarchitekturen, wenn das nicht Teil einer Ausbildung war, verstehen, wie werden heute moderne Anwendungen gebaut, also ist ja nicht mehr nur, dass du sagen, du hast einen Backend und einen Frontend und eine Schnittstelle, da hast du dann Cloud-Systeme. Das ist ja so komplex geworden, unsere Welt, in der wir uns bewegen aktuell. Da würde ich sagen, es sind so diese Systemlandschaften kennenzulernen, da vielleicht auch in diese Systemmodellierung mal reinzuschauen. Das hilft einfach dann auch wieder gezielt als Tester oder Testerin auch Fragen zu stellen in einem bestimmten Bereich. Ne? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann je nachdem, in welchem, sage ich mal, Industriezweig man sich bewegt, das Industrie- und Business-Knowledge, ne? Das ist ja auch dann wieder Bogen zu KI. Noch halluzinieren KIs sehr oft und sehr viel und auch sehr gut, oder man merkt es manchmal auch gar nicht. Halluzinieren dann auch sehr wirklich gut, genau. Ja, die Ergebnisse der KI dann bewerten zu können. Und gerade wenn man wirklich eine KI auf eigene Systemdaten zulassen kann und darf, das dann wirklich auch zu erkennen, ist das Ergebnis korrekt, was da rauskommt. So, das ist halt enorm wichtig. Und deswegen ist es so vielfältig, wo man reingehen kann an der Stelle. Die ganzen Thema nicht funktionale Anforderungen, ich meine, ich denke mir immer, da kannst du nicht mehr drüber reden. Das ist doch jetzt auch ein alter Hut, genau wie das Mobile-Thema, ne, wo wir eingangs drüber gesprochen haben. Aber gerade so nicht funktionale Anforderungen hatte ich jetzt gerade im Mai einen Meetup-Talk hier in Hamburg, wo ich auch mit Produktmanagern gesprochen habe, Managerin. Ich so, ja, wann habt ihr das letzte Mal in eurem Produktentwicklungszyklus über nicht funktionale Anforderungen gesprochen? Da habe ich in viele leere Gesichter geschaut. Ja, das glaube ich. Das ist halt wirklich so. Und da denken wir als Tester, ja, okay, oder Testerin, das ist der Standard, aber ich meine, selbst wenn ich jetzt mal auf meine Skills schaue, ja, ich bin weit weg von Security-Expert, ich bin weit weg von Accessibility-Expert. Da kann man sich immer noch mal reinlesen, ausprobieren, was Neues verproben. Also ich sag mal, das Feld ist ja unerschöpflich, was man lernen kann halt, ne? Also kann man sich austoben. Ja, also da gibt es auf jeden Fall einiges, wo man immer dranbleiben muss. Ich glaube, wichtig ist, dass man halt auch in diesem Lernen und in diesem Fortschrittsdenken bleibt. Also dass man wirklich auch sich selber auch immer wieder aufschlaut und schaut, was gibt es da eigentlich für Entwicklungen, mal hier, mal da schaut, was interessiert mich, wo kann ich noch Stärken entwickeln weiter und nicht jetzt, sage ich mal, nur auf seinem Foundation-Level zu sitzen und sagen, ich bin jetzt Tester oder so. Ja. Also sondern einfach da auch am Ball zu bleiben. Mit einem gewissen Maß, ne? Ich glaube, man kann sich da auch leicht überfordern und sehr, sehr leicht stressen, aber so einen gewissen Flow dadurch, auch so einen Weiterentwicklungs-Lifelong Learning Flow zu entwickeln, ja. Genau. Auch da denke ich mir mal, wenn ich mit YouTube-Videos drüber rede, so, ist eigentlich auch der Standard so, ne, dass man gerade in der IT-Welt sich stetig weiterentwickeln muss. Und was ich halt wirklich spannend finde, ich habe jetzt auch, wir haben ja eben kurz über Mobile gesprochen, mir ging das auch gerade so durch den Kopf, so, die Mobile-Era war ja schon damals schnell, wo wir dachten, jetzt verändert sich die Welt schnell. Ne? Das ging dann iPhone 2007 vorgestellt, 2009 kamen die ersten App Stores, dann kam 2010, 11, 12 diese massive Mobile-Welle. Das fand ich damals schon schnell. Und wenn man jetzt mal schauen, was in KI passiert ist, wie schnell das jetzt über uns einherkam. Ja? Also diese Entwicklungszyklen, die gehen halt einfach so massiv schnell dadurch, durch die Technologie, die wir jetzt auch haben, die Rechenpower, die wir zur Verfügung haben auf unseren mobilen Geräten oder selbst auf Desktop-Laptop-Systemen. Also glaube ich, dass es uns die nächsten Jahre da wirklich massiv weiterhin treffen wird in der Tech-Welt. Ne? Und das sind dann halt nicht nur Tester, das sind dann auch die Entwickler so an der Stelle. Und ich glaube, damals wie heute haben, ne? Das ist, Entschuldigung. Ja, ich glaube, damals wie heute ist auch das Thema, es gibt halt noch nichts. Also das ist ein neues Thema. Das ist jetzt da und wir müssen jetzt damit lernen, umzugehen damit. Ne? Es sind ja bei KI, da gibt es auf einmal neue Qualitätskriterien vielleicht, die wir uns anschauen oder die wir uns genauer anschauen müssen. Wir geben das die vielleicht schon länger. Aber das ist einfach ein Neuland auch irgendwo, sich damit dann zu beschäftigen, weil es einfach, da gibt es noch keinen Standard dazu, keine Bücher oder sonst was, ne? Bis dann halt die erste kommt und dann da irgendwo ein Standard auch mit definiert. Und das ist halt auch viel ausprobieren. Ne? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich ja noch viel gerne und viel tiefer einsteigen, weil da erinnert mich auch wieder so an meine Zeit zurück, 2000, wann war das Jahr? 10, 11 mit Mobile, ne? Da gab es halt auch nichts. Wir haben damals die ersten Apps gebaut und dann hieß es auch so, wie wollen wir das denn automatisieren? Und da gab es halt nichts so, ne? Und das war halt so, das ist so dieser Jugendforscht-Ansatz, der da halt
der ist halt total cool. Und wenn da die Leute, die Zuhörer, Zuhörer da die Möglichkeit haben, die Zeit vielleicht auch innerhalb einer Firma zu bekommen, dann ist das ist ja wie ein Lottogewinn, kann man nur sagen, wenn man gerne lernt, wenn man sich da wirklich in einer Forschungsabteilung in die Themen reinknien kann und dann im besten Fall das Wissen auch noch teilen darf. Dann ist es dann natürlich so Win-Win-Situation. Das Glück hatte ich damals halt, dass ich auch das Wissen, was ich mir angeeignet habe, auch teilen durfte mit der Welt. Sonst wäre wahrscheinlich mein Buch nicht da, mein YouTube-Kanal jetzt heute nicht da, ne? Weil das waren ja alles so, sag ich mal, so Schritte, die mich auch bestärkt haben, so darüber hinaus weiterzugehen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, wo jeder auch sag ich mal, vor der eigenen Tür kehren kann und so gucken kann, okay, was treibt mich an und was möchte ich weitergeben an der Stelle. Aber das ist auch das Coole an der Testing-Community, ne? Wenn man auf den verschiedensten Plattformen, Kanälen unterwegs ist ja eine sehr willkommene Kultur. Es wird sehr viel geteilt, man unterstützt sich. Das ist cool. Und das pusht auch voran, finde ich. Auf jeden Fall. So, du hast jetzt auch Lernen und Weiterbildung und Wissen teilen gesagt. Und da müssen wir jetzt natürlich zum Abschluss nochmal auf deinen YouTube-Kanal zu sprechen kommen, weil dort machst du das genau. Aber es gibt ja vielleicht den einen oder die andere Hörerin, die noch nichts davon gehört haben, von deinem YouTube-Kanal. Was genau erwartet uns das dort denn? Das ist spannend. Am Anfang habe ich mal das Intro-Video gesagt, ich mache nichts über Testautomatisierung, Tools und Frameworks. Das hat sich im Laufe der Zeit auch verändert. Also wenn man auf YouTube nach Software-Testing und meinen Namen sucht, dann kommt man auf meinen Kanal. Und also mittlerweile denke ich mir halt, ich möchte mit dem Kanal möglichst viele Menschen auf der Welt erreichen, deswegen auch auf Englisch, die sich zu dem Thema Software-Testing hingezogen fühlen. Die Hauptzielgruppe sind natürlich Software-Tester, Testerinnen auf dieser Welt, die vielleicht ganz neu sind, die etwas länger dabei sind. Ich versuche da einen sehr bunten Blumenstrauß an Themen abzudecken, immer einen bunten Mix aus, sag ich mal, Themen, die wir nicht mehr hören können, wie jetzt, sag ich mal, wirklich Grundlagenthemen, die ich einstreue, neue Themen wie AI, Mobile habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Ich habe aber auch oftmals Tools, die ich vorstelle, auch in Kooperation mit Unternehmen, die kommen auf mich zu sagen, hey Daniel, guck mal, wir haben ein neues Produkt, hast du Lust darüber zu sprechen? Wenn ich denke, das passt zur Community und da kann ich einen Mehrwert generieren, dann möchte ich einfach die Welt des Testens oder der Tech-Welt da draußen zeigen. So, das ist so meine Idee mit dem Kanal. Und das macht mir einfach enorm viel Spaß, da mich wöchentlich abends, ich habe einmal die Woche eine Routine, dass ich mich abends hinsetze, mir neue Themen ausdenke, Slides vorbereite oder auch Aufzeichnungen mache und, um einfach das Wissen weiterzutragen. Und auch ein Stück weit mit der Community in Kontakt zu bleiben, das ist mir auch ganz wichtig. Ja. Gut, dann werden wir den auf jeden Fall natürlich auch überall verlinken, falls man dich nicht so tun. Also weiß ja jeder, wie man dich auch so findet, aber wir werden es auf jeden Fall auch mit promoten, weil das Wissen ist hilfreich und dann kann man sich aus dem Buffet was rauspicken, was man möchte, ne? Genau. Ja, super. Daniel, vielen lieben Dank, dass du hier Rede und Antwort. Es ist super schnell vergangen, die Zeit irgendwie. Habe ich auch gerade gesehen, Ich glaube, wir müssen das auch mal bei Zeiten wiederholen. Gerne. Ja, ich sage herzliches Dankeschön. Ich wünsche dir noch alles Gute für deinen Kanal, für deine beruflichen Aktivitäten, fürs Wissen weitergeben und vielen Dank nochmal, dass du der Community so viel gibst. Das ist total wertvoll und bis bald mal. Danke, dass ich da sein durfte. Bis bald.